Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Busfahrschule OE Kanal. Thema heute, wie schon so oft erwähnt und auch Filme darüber gedreht. Es fehlen immer noch Busfahrer en masse und LKW-Fahrer natürlich. 80.000, die sind einfach nicht runtergegangen. 80.000 Fahrer und Fahrerinnen auf LKW und Bus fehlen noch. Was macht man jetzt dagegen? Warum kommt nichts mehr nach? Alles zu diesem Thema nach dem Intro. Ich habe ja schon so oft erwähnt, warum keine Busfahrer mehr nachrücken. Das wisst ihr, alles immer Bezahlung. Bezahlung ist nicht das A und O, hatte ich auch alles erwähnt. Aber Thema jetzt in diesem Beitrag ist nicht, warum keine Busfahrer werden. Nehmen wir mal an, es sind jetzt Busfahrer, die wollen werden, ne, die haben aber noch Angst. Wovon haben die Angst? Erstmal von der Prüfung, ne, IHK-Prüfung. Natürlich auch das Geld, wer finanziert das und so. Aber das ist auch noch nicht unser Thema. Mein Thema ist jetzt heute, nehmen wir mal an, du bist jetzt bereit, du hast dich entschlossen, du hast auch einen Gutschein bekommen, möchtest zur Fahrschule. Welche Fahrschule nehme ich? Natürlich, wenn du hier bei uns in der Gegend wohnst, hier Dortmunder Raum, Fahrschule Europa, mit denen ich ja auch zusammenarbeite, die können euch ausbilden, die können dich natürlich ausbilden. So. Trotzdem hast du noch Angst. Oh, scheiße, wie kann ich denn jetzt bei der Prüfung, wie schaffe ich das und so. Die IHK-Prüfung, da habe ich keine Unterlagen zu, da habe ich aber immer gesagt, auswendig lernen. Immer auswendig lernen, die ganzen Fragen und so. Jetzt bei der praktischen, da ist natürlich Fahrschule Europa ideal, wenn ihr jetzt hier in unserem Raum, natürlich gibt es auch andere Fahrschulen, wo ihr jetzt natürlich seid. Wie gesagt, mit diesem Beitrag möchte ich dir oder euch diese Angst eben halt nehmen. Weil ich habe mich freiwillig zur Verfügung gestellt als Schüler und der Fahrschulbesitzer, der Önder, der war dann der Prüfer. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Video schon gesehen habt. Ich verlinke euch das mal hier oben. Das komplette Video könnt ihr euch da anschauen. Ich habe jetzt aus diesem Video ein paar Ausschnitte zusammengestellt, die wir uns gemeinsam gleich mal anschauen werden und auch Stück für Stück analysieren, worauf ihr aufpassen müsst, worauf ihr achten müsst, wenn ihr eine Prüfung habt. Eins vorweg, ihr braucht keine Angst haben und ich habe die Prüfung sogar auch nochmal geschafft und durfte meinen Lappen behalten. Dann rede ich mal nicht so viel, gehen wir mal ins Praktische rüber, worauf ihr alles achten müsst. Wir werden heute eine Prüfungsfahrt machen. Ich warte noch auf den Fahrlehrer Önder von der Fahrschule Europa. Wenn er gleich auftaucht, werden wir unter richtigen Prüfungsbedingungen mal fahren. Ich werde dann der Schüler sein und der Prüfer wird der Önder sein und dann mal gucken, ob wir das schaffen. Wir fahren heute mit einem Setra 1999er Baujahr, eben noch mal ganz kurz von außen, auch noch mal einen Blick, der ist noch nicht gewaschen, der hat auch mit diesen zwei Flügeltüren hier, so sieht der aus, ja, bin mal gespannt, ob ich den Führerschein behalten darf. So, da ist der Fahrlehrer Önder, hi! Hallo Robert, grüß dich. Komm rein, du bist heute ja nicht nur Fahrlehrer, du bist ja auch der Prüfer, diesmal mal nicht auf der Couch bei dir, sondern ich lade dich mal hier auf den Vierer. Nur eben ganz kurz ein paar Sätze, bevor es mit der Fahrt beginnt, aus der Sicht des Schülers. Ich bin jetzt ja der Fahrschüler, um dem halt die Angst zu nehmen. Die kommen ja bestimmt aufgeregt hierhin. Was erwartet die? Ganz kurze Sätze, wie so eine Prüfung erstmal vom Anfang an her abläuft und dann können wir auf Fahrt gehen. Okay. Also normalerweise läuft das immer so ab mit unseren Busfahrschülern, ja, dass sie natürlich jetzt erstmal am Bus warten. Wir haben schon die Heizung angemacht, alles schön warm gemacht. Okay. Der Prüfer kommt dann so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde später. In dieser Zeit nutzen wir natürlich die Zeit effektiv, indem wir nochmal um den Bus herum gehen.
um uns nochmal die Abfahrkontrollkarten etwas genauer anzugucken, noch einige Punkte, vielleicht kann ja sein, dass du noch hier und da ein paar Probleme hast, dass wir das dann noch beseitigen, dass ich dir noch ein paar spezielle Fragen stelle zum Beispiel, dass du so ein bisschen langsam reinkommst, also so ein bisschen warm wirst. Ja. Ne? Wenn du nervös bist, dann versuche ich den Fahrschüler natürlich abzulenken, rede dann über ganz was anderes beispielsweise. Und wenn der Prüfer dann da ist, dann fängt er auch direkt an, dann stellt er sich vor und fängt dann an mit den Abfahrkontrollkarten. Ah, die Karten sind dann zuerst? Genau, die Karten kommen dann direkt zuerst. Genauer gesagt, eine Karte von 10 Karten sucht der Teilnehmer sich meistens aus. Die Nummern sind aber nicht bekannt, ne? Irgendwelche bekannt, genau. Also meistens ist er so, der macht die Karten einfach so. Und Fächer. Ja, genau. Und dann sagt er, zieh einfach mal eine Karte, lächelt dabei. Der Prüfling zieht dann die Karte. Okay. Und ja, dann beginnt das Ganze halt. Es gibt Prüfer, die wollen, dass du arbeitest. Das heißt, du sollst gar nicht viel erzählen, du sollst einfach machen. Zum Beispiel Reifenkontrolle, dann musst du halt so mit den Händen über die Reifen gehen, die Fremdkörper sind. Bei den anderen Prüfern, dann gibt es Prüfer, die dann sagen, nee, ich möchte gerne, dass du es erklärst. Ja, dann musst du es dann halt erklären. Also deswegen so wie man das eben halt gelernt hat, genau, so in der Fahrschule. Machen wir das halt beides. Ne? Wir machen beides. Wir erklären und machen. Aha, und dann gibt es halt Prüfer, habe ich schon gesagt, die wollen erklärt bekommen, die anderen wollen gemacht bekommen. Okay, also je nachdem, wie der Prüfer ist. Genau, richtig. Super. Das dauert so circa 10, 15 Minuten. Dann ist man damit meistens durch. Zum Positiven durch, hoffe ich auch. Das überspringen wir jetzt bei dir, die Abfahrkontrolle. Wir werden also direkt richtig. Ich denke mal, das kriege ich wohl doch hin. Aber mit dem Fahren, ich bin echt selber nervös. So, wie läuft das dann gleich ab? Ja, dann werde ich mich dann vorstellen, oder der Prüfer stellt sich vor. Und dann gibt es natürlich Spielregeln. Die Spielregeln werde ich dann auch gleich erklären. Okay. Also er hat so einen vorgefertigten Text, ja. Das wird er dann dementsprechend also er sagt sowas wie, ich bin heute Ihr Prüfer, fühlen Sie sich in der Lage, heute die Prüfung durchzuführen. Okay. Dann sagst du natürlich ja. Wenn du Nein sagst, dann war es das. Dann war es das, genau. Ja, und dann würde er dann sagen, wir sind heute keine Anlieger. Wenn ich nichts sage, wird geradeaus gefahren. Wenn es verboten ist, dann musst du fragen. Aber wir sind ja aber auch nicht auf Linie oder so. Ne? Wenn er jetzt zum Beispiel, wir sind kein Anlieger, wir sind keine Linie, wie ein Reisebus irgendwie so in der Art, okay. Genau. Lass uns mal hieraus eine Privatfahrt machen, okay? Das richtig, ist eine Privatfahrt. Ja, Privatfahrt. Dementsprechend sind wir heute wirklich auch keine Anlieger. Nee. Auch in der Prüfung wären wir keine Anlieger. Ah, okay. Das heißt, du dürftest jetzt nicht in die Stadt reinfahren, was du ja normalerweise machst. Richtig. Aber ich werde da nicht hinfahren. Das kann ich dir schon mal, sagen. Aber es geht in die Richtung. Mehr werde ich dir aber nicht verraten. Okay. Das war's. Also es gibt nicht viele Momente, wo der Fahrschüler oder der Prüfling mit dem Prüfer sich unterhalten muss. Der soll einfach nur fahren, was der sagt. Wenn nichts gesagt wird, geradeaus, denke ich mal. Ansonsten, manchmal gibt es auch Situationen, wo er eben halt selber entscheiden muss. Dann lass uns da mal gar nicht viel reden und in die Praxis mal reinschauen. Du bist jetzt der Prüfer, jawohl. Ich bin bereit für die Prüfung und fühle mich auch gut. Das ist schön. Okay, dann lass uns loslegen. Jawohl. So, ich bin fertig. Dann können wir wohl losfahren, denke ich mal. Aber mir ist was aufgefallen, den Bus, den habe ich heute auch einfach mal so übernommen. Der hat Anschnallgurt. Okay. Weil normalerweise nur die Reisebusfahrer Anschnallgurte haben, aber wenn ein vorgesehenes, denke ich mal, ich werde jetzt auch nicht mehr viel reden. Warte kurz, warte. Okay. Habe ich schon den ersten Fehler gemacht. Ja, zieh mal die Handbremse nochmal an. Okay. Also, zunächst einmal kommt immer die Ansprache vom Prüfer. Okay. Also, ich wiederhole nochmal ganz kurz. Ja. Du hast den harten Prüfer gewählt. Ach ja, stimmt. Ja. Deswegen werden wir das jetzt so machen, dass wir uns siezen werden. Okay. Weil harte Prüfer siezen ein. Richtig. Und ja, dann würde ich jetzt mal sagen, ich fange jetzt an mit der Rolle. Ab jetzt. Okay, und ich bin jetzt der Schüler, ich habe meinen Mund. Okay. So, Herr OE, jetzt beginnt die Prüfung. Ich bin der Prüfer von der Prüforganisation Europa. Das ist gut, ne? Prüforganisation Europa. Ja. Das habe ich jetzt gerade mal erfunden. Wir werden heute die Prüfung gemeinsam machen. Fühlen Sie sich heute in der Lage, die Prüfung mit mir durchzuführen? Ja. Ja? Ja. Sehr schön. Okay. Herr OE, wenn ich jetzt nichts sage, wird grundsätzlich geradeaus gefahren. Wenn geradeaus verboten ist, fragen Sie mich, ob wir rechts oder links abbiegen sollen. Wenn es nur eine Richtung geben sollte, dann biegen Sie einfach so ab. Einverstanden? Einverstanden. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben sollten, können Sie mich jederzeit fragen. Alles klar. Die Prüfung geht exakt 60 Minuten. Oh. Hat vor 2 Minuten angefangen.
Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Die Prüfung kann beginnen, Sie können losfahren. Wenn die Verkehrslage es zulässt, fahren Sie bitte los. Okay, danke schön. Schulterblick hat das schon mal gemacht. Wow. Ja, Leute, dann ging die Fahrt los und er hat mich wirklich über komische Ecken geführt, wo ich noch nie war. 1,5 Stunden sind wir gefahren. Aber ihr könnt euch das Ganze ja komplett das Video ansehen. Brauchen wir jetzt extra nicht nochmal die ganze Fahrt uns anschauen. Ich schneide aber mal ein paar relevante Ausschnitte raus, so dass ihr die auch mit mir analysieren könnt. Der Prüfer weiß natürlich, in welche Ecken er einen schickt. Deswegen der Önder, der guckt gerade, da habe ich gerade was erkannt. Ne? Deswegen immer vorausschauend fahren. So. An dieser Stelle vielleicht mal ganz kurze Erklärung. Geradeaus ist tatsächlich verboten, nur für Linienverkehr erlaubt. Da wir heute nur so fahren, fahren wir da nicht rein. Okay? Das hat er erkannt, hat er gut gemacht. Jetzt geht's weiter. Wieder so eine Aktion, wie gesagt, Augen auf, jetzt habe ich was entdeckt. Ja, und werde auch direkt nachfragen, sehr gut. Links oder rechts. Warum? Erzählt euch gleich der Önder. Geradeaus haben wir nämlich ein Schild, 5,5 Tonnen tatsächliche Masse. Wir dürfen dann mit der Kiste hier definitiv nicht reinfahren, das hat er erkannt. Wunderbar. Dann kurz vor Ende natürlich das Rückwärtsfahren, aber danach hört mal gleich, was er alles zu sagen hat. Meine positiven, aber auch negativen Sachen, die ich aufgrund der jahrelangen Erfahrung eben halt verdrängt habe, es gar nicht wahrgenommen habe. Schaut mal bis zum Schluss und wenn euch das interessiert, dann natürlich den ganzen Film. Link habe ich dann hier unten gesetzt. Dabei behilflich sein, und zwar hinten absichern. Okay. Einen Moment. Ich bin ja immer noch der Prüfer, ne? Ich muss immer noch die Brille aufsetzen. So, ich nehme die Kamera noch mit, damit man von außen dann noch sehen kann. Genau. Wie das aussieht. Geben Sie mir dann ein Zeichen, wenn ich darf. Jawohl. So, jetzt bin ich wieder Fahrlehrer. Also bis jetzt muss ich sagen, Respekt. Hat er schon ziemlich gut gemacht. Ein paar Fehler, die ich aber von Anfang an schon gesehen habe oder gedacht habe, dass er die machen wird, hat er gemacht. Jetzt hat er sogar an den Sicherungsposten gedacht. Das ist wirklich super, dass er an den Sicherungsposten gedacht hat. Und jetzt muss ich einfach nur eine Verbindungsaufnahme machen. Wenn wir dann mit der Grundfahraufgabe hier fertig sind, dann ist er fertig. Okay? Jetzt bin ich wieder Prüfer. Ich finde die Rolle übrigens mit der Brille geil. Das ist so anstrengend hier. Kannst du mitnehmen? So, ja, durchgefallen ist man bei dieser Grundfahraufgabe, wenn man zu viel Abstand zur Bordsteinkante hat. 30 cm Abstand darf man maximal haben. Hat er nicht. Gucken wir uns das nochmal an hier. Seht ihr? Ja, also, das ist richtig. Und annähernd parallel ist er auch.
Somit hat er alles richtig gemacht. Die Bordsteinkante hat er leicht berührt, aber komm, da drücken wir jetzt einfach mal ein Auge zu, okay? So, Herr OE, dann stellen Sie bitte mal das Fahrzeug parkfertig ab. Okay. Die meisten Prüfer machen dann so ein kleines Fragespielchen. Wie haben sie sich gefühlt? Was haben sie was richtig gemacht? Haben sie was falsch gemacht und so weiter? Also nach der Fahrt. Nach der Fahrt. Um einfach mal zu gucken, hast du was wahrgenommen? Hast du irgendwo vielleicht einen Fehler gemacht? Ne? Da ist es dann wichtig, dass du wirklich dann auch ehrlich deine Meinung hast. Also wenn du irgendwas falsch gemacht haben solltest, weiß der Prüfer das natürlich auch, der hat das ja auch gesehen, dass du ihm dann auch ehrlich sagst, so, da habe ich da vielleicht nicht ganz aufgepasst oder so. Dann sagt er, okay, wenn du das aber nicht sagen würdest oder der Prüfer spricht das sogar an und sagt, was halten Sie denn von dieser Situation? Und du sagst, nee, das habe ich nicht so wahrgenommen. Genau. Dann ist das halt sogar ein Riesenfehler. Deswegen ruhig auch ehrlich mit dem Prüfer dann auch sprechen, wie du das wahrgenommen hast. Also da du der Prüfer warst, musst du jetzt auch die Wahrheit sagen. Genau. Boah, wie machen wir das so? Okay. Ja, so ist schon gut. Also, ich habe das so wahrgenommen, 2 Punkte, die hattest du mir ja gesagt, mit dem rechts vor links, sind wir nochmal lang gefahren. Boah, ich mache das jetzt ohne Brille. Ja, machst du ohne Brille. Aber du bist immer noch der Prüfer. Ja, ich bin immer noch der Prüfer. Immer noch. Ja, klar, der Harte. Und einmal habe ich mir die Dings erkämpfen müssen. Da links kam ein Auto, ne, und rechts kamen welche. Ja. Da war ein bisschen eng, aber sonst kämen wir da nie raus. Aber ich habe ihn nicht gefährdet, habe ich die Ahnung. Also denke ich mal. Okay, ich weiß, welche Situation du meinst. Nach dem Stoppschild, wo du rechts abgebogen bist. Richtig. Okay. Die Situation. Und gerade beim Rückwärtsfahren meine ich ganz den hinteren Reifen so leicht an dem Bordstein. Kaum. Da wusste ich jetzt nicht, wie Dings der ist, aber. Ja, okay. Also das ist das, was ich so wahrgenommen habe. Ansonsten habe ich eigentlich ein gutes Gefühl, aber die Entscheidung liegt jetzt bei dem Prüfer. Gut, genau. Ja, dann wollen wir uns mal angucken, was ich da so notiert habe. Ich habe ein paar positive Sachen notiert, ich habe auch ein paar negative Sachen notiert. Ja. Und wie gesagt, bestimmte Sachen kannst du noch nicht wissen, weil ich mit dir noch keine einzige Fahrstunde gemacht habe. Richtig. Du bist aber dafür wirklich, das kann ich schon mal vorwegnehmen, sehr gut gefahren. Okay. Also ich habe mich in keiner einzigen Sekunde habe ich mich irgendwie unsicher gefühlt. Es war eigentlich fast schon langweilig. Okay. Und langweilig ist gut. Das ist gut. Langweilig ist alles für mich mal anstrengend. Okay, dann gucken wir uns mal an, was wäre wichtig, wenn du wirklich jetzt eine richtige Prüfung gehabt hättest. Ja. Worauf hätte der Prüfer jetzt geachtet? Und ich muss ehrlich gestehen, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil ein harter Prüfer, der würde vielleicht eventuell dich tatsächlich hier und da nicht durchkommen lassen. Aber es ist auch so, es gibt Prüfer, und das ist auch gut so, dass es diese Prüfer gibt, die packen alles, was du gut gemacht hast, auf die rechte Seite und alles, was du nicht so gut gemacht hast, auf die linke Seite. Ah. Und wenn das, was du gut gemacht hast, halt überwiegt, dann ist natürlich, dann hast du bestanden. Ja. Ja? Schauen wir uns mal an. Ich lese mal kurz vor, was du so alles gemacht hast. Da bin ich mal gespannt. Setze ich mich mal hin. Irgendwo hier? Hier kannst du, dann sind wir beide im Bild auch da oder da. Ja, da. Ja. Okay. Herr OE, ich habe einiges aufgeschrieben. Das wird dir nicht besonders gut gefallen. Oh. Fangen wir aber trotzdem mal mit dem Positiven an. Es hat nicht geregnet. Ja. Das war positiv. Jetzt kommen wir zu dem Negativen. Okay. Nein, Spaß. Zu dem Positiven. Ja. Ich werde dich jetzt einfach mal duzen. Ja? Ja. Also auch der strenge Prüfer wird dich jetzt einfach mal duzen. Du hast tatsächlich Einmündungen freigehalten. Wenn also der Verkehr einfach nicht weiterging, was weiß ich, da war die Feuerwehr zum Beispiel, habe ich nicht gemacht, ne? Das habe ich nicht bestellt. Nee. Dann bist du nicht in die Kreuzung einfach reingefahren. Die Ampel war grün, du bist nicht reingefahren, wenn der Verkehr danach gestockt hat. Das war gut. Generell hast du Einmündungen immer freigehalten. Du bist sogar partnerschaftlich gefahren. Das heißt also, von rechts kam jemand, hatte keine Vorfahrt, trotzdem durchgewunken. Auch das war sehr gut. Also partnerschaftliches Verhalten, vorausschauende Fahrweise, sehr gut. Das hast du tatsächlich also oft bewiesen, dass du das gut kannst. Okay. So, dann waren wir auf der Autobahn A2. Wir sind von der B236 raufgefahren auf die Autobahn.
und dann hast du auch gut und zügig beschleunigt und konntest dann auch hier und da überholen. Also der Wunsch war da zu überholen und das hast du signalisiert dem Prüfer, indem du immer wieder in den Spiegel geguckt hast. Ja. Konntest aber nicht, weil du selber gerade überholt worden bist. Und das ist ganz wichtig, dass du dem Prüfer signalisierst, ich möchte eigentlich überholen, vor mir ist ein langsam fahrendes Fahrzeug, ich kann aber nicht, weil ich selber gerade überholt habe. Deswegen ist halt wichtig, dass du immer wieder in den Spiegel guckst, immer wieder in den linken Spiegel, nach vorne gucken, linken Spiegel gucken, nach vorne gucken. Und dann sagst du damit dem Prüfer, also du musst nicht mit ihm kommunizieren, das ist dann halt eine nonverbale Kommunikation. Der merkt das. Der merkt das, dass du halt willst, aber nicht kannst. Die Spiegelbeobachtung war am Anfang noch ziemlich gut. Ja, habe ich auch geschrieben am Anfang. Und wenn ich dann gleich zu den Negativen komme, dann ist es tatsächlich so, dass du zum Schluss hin immer mehr abgenommen hast. Ja. Am Anfang hast du noch alle 2-3 Sekunden in einen Spiegel geguckt und dann wird es immer weniger, weniger. Ja, fast. Es ist halt das, was am wichtigsten ist, die Spiegelbeobachtung. Alle 2, 3, 4 Sekunden auf jeden Fall ein Spiegel und dann wieder nach vorne. Passiert hinter mir. Genau. Ich würde das gerne einmal mal zeigen, wie man das machen muss, damit du ein Gefühl dafür hast, wie muss ich jetzt eigentlich in den Spiegel gucken. Kannst du mir jetzt ruhig zeigen? Dann setze ich mich mal hin. Ich mache ein bisschen nach hinten, dann hast du noch längere Beine. So, dann probier mal. Genau. Ja. Die Kamera nimmt auf hier. Ja, nimmt auf. Also, grundsätzlich ist das so, du hast hier auf der linken Seite deinen Spiegel, auf der rechten Seite deinen Spiegel, deinen Innenspiegel hast du natürlich auch. Und interessant ist, Linienverkehr, da kannst du auch wunderbar auch einen Schulterblick machen. Okay? Da geht's, also Schulterblick nach rechts ist wunderbar, du siehst hier alles. Und deswegen ist es auch schon wichtig, von Bus zu Bus natürlich unterschiedlich. Ja. Manchmal macht es überhaupt gar keinen Sinn, Schulterblick nach rechts zu machen. Also hier den Kühlschrank und so was. Ja, genau. Aber hier siehst du einfach alles. Hier gut. würdest du Fahrradfahrer, Fußgänger sehen. Deswegen erwarte ich auch als Prüfer dann, oder erwartet der Prüfer, der echte Prüfer, dass du einen Schulterblick dann nach rechts machst. Hier war zum Beispiel der Schulterblick nach rechts eher schwach ausgeprägt. Dazu komme ich dann gleich nochmal. Also, der Prüfer sagt, nächste Ampel links beispielsweise. Was machst du? Rechts, links, Blinker links. Okay? Wichtig ist rechts, links und viele gucken dann nach unten und machen Blinker links. Das nicht. Also rechten Spiegel, linken Spiegel, Blinker links, Schulterblick und dann abbiegen. Okay? Also wie, ich sage mal ein bisschen Schauspielerei, aber das ist so etwas, was der Prüfer wahrnehmen muss. Der sitzt ja nun mal hinten. Wenn du nur so machst, guck mal so. Ja. Sieht er nicht. Richtig. Ja, deswegen musst du ein bisschen übertreiben. Das ist halt leider Schauspielerei, aber nicht übertreiben so. Ja. Das wäre ein bisschen too much. Aber so ein Kompromiss halt, dass der Prüfer das wahrnimmt. Er ist nun mal Prüfer und er ist nun mal zum Prüfen da. Und deswegen musst du halt ihm das zeigen, dass du es kannst. Ne? Später machst du es natürlich nicht so. Aber in der Prüfung musst du es halt machen. Das hast du jetzt zum Beispiel, weil wir vorher noch nicht gefahren sind, wusstest du das nicht. Deswegen hast du das so gemacht, wie du es kannst. Ja. Aber auch dafür hast du es gut gemacht. Also ich kenne viele, die dann wirklich so... Ne? Der Schulterblick, da lege ich sehr viel Wert drauf. Zum Beispiel nach rechts würde dann so aussehen, du fährst. Der Prüfer sagt rechts abbiegen, linken Spiegel, rechten Spiegel, Blinker rechts, Schulterblick. Okay? Nicht übertreiben, das hier brauchst du nicht. Ja. Aber hier reicht es aus, wenn du wirklich so aus diesen beiden Fenstern hier rausguckst. Ja. Aus der Tür kannst du hast ja, die Scheibe geht ja bis nach unten hin. Deswegen ist schon wenn einer steht oder ein Fahrrad oder so. Ja, genau, richtig. Und nach rechts kannst du auch wunderbar gucken. Deswegen also wichtig. Ne? Spiegel, Spiegel, Blinker, Schulterblick. Da ist gerade jemand, aber ich glaube, der ist nicht für uns. Ist nicht für uns. So, gut. Was hast du noch auf deiner Negativliste gehabt? Da ist mein Handy. Ist das mein Handy? Der andere war das, glaube ich. Wo ist mein Handy? Weiß ich nicht, in der Jackentasche. Mein Handy. Dann stelle ich mir wieder meinen Bus hin. Handyminator. Da. Da ist das. Da ist er. Soll ich mich wieder... Ja, mach ruhig da. Ja. Okay, dann mache ich von. Nein, das ist okay. Das war's mit den Guten. Jetzt kommen wir zu den negativen 30 Seiten. Gut, Autobahn haben wir. Die Grundvoraufgabe Haltestelle, ranfahren. Da brauche ich nicht viel zu sagen. Das war natürlich perfekt. Ne? Noch besser kann man es nicht machen. Okay. Natürlich. Zebrastreifen habe ich beobachtet. Da war einer, der ist
Der wollte geradeaus, aber ich habe gedacht, vielleicht will er auch. Sehr gut. Genau so. Man weiß es halt nicht. Manche Fußgänger, die laufen geradeaus und machen dann so plötzlich so 90-Grad-Wendung und laufen über Zebrastreifen. Richtig. Das hast du also vorsorglich, habe ich geschrieben, bist du langsamer geworden. Und dann hast du gemerkt, der geht doch geradeaus, aber man weiß es ja nicht. Man kann ja die Leute nicht, man hat ja keine telepathischen Fähigkeiten. Also Situation erkannt. Super, du bist langsamer geworden, das war gut. So, das waren die guten Sachen. Jetzt bin ich mal gespannt. Spannt mich nicht auf die Folter, sag schon. So, also, wichtig ist, beispielsweise hier, sind wir jetzt gerade rückwärts reingefahren, wenn du jetzt hier rechts abbiegen würdest. Ja. In einer Prüfungssituation ist natürlich wichtig, dass du, solange du mit deinem Fahrzeug noch nicht geradeaus fährst, beim Rechtsabbiegen, immer wieder in den rechten Spiegel gucken musst. Nach vorne, rechten Spiegel, nach vorne, rechten Spiegel, nach vorne, rechten Spiegel. Also 2-3 Mal solltest du geguckt haben. Das hast du aufgrund deiner Erfahrung nicht gemacht. Du bist beim Rechtsabbiegen, einmal hast du geguckt und dann bist du schön abgebogen. Das ist so etwas, wo der Prüfer darauf achtet. Was macht das Fahrzeug? Fragt er dich dann. Sie haben doch gar nicht in den Spiegel geguckt. Und du so, Richtig. Jetzt können die einen vielleicht sagen, ja, das ist doch Schauspielerei, das ist doch übertrieben. Andererseits ist es so, wenn du natürlich beim Abbiegen immer wieder guckst, was macht denn meine Hinterachse? Richtig. Fährt das über die Bordsteinkante? Ja, nein? Nein, gut, ne? Wie schon gesagt, du machst es mit deiner Erfahrung weg, aber ein Fahranfänger muss halt beim Rechtsabbiegen immer wieder rechten Spiegel nach vorne, rechten Spiegel nach vorne. Und bevor du rechts abbiegst, musst du kurz in den linken Spiegel geguckt haben, kommt vielleicht eventuell gerade jemand, überholt dich vielleicht jemand gerade, weil du scherst ja mit deinem Heck aus. Richtig. Ne? Das heißt also, der Prüfer sagt rechts abbiegen, nicht nur in den rechten Spiegel gucken so, sondern du musst auch kurz mal in den linken Spiegel geguckt haben, was passiert da? Überholt einer dich? Also links gucken, rechts gucken und dann immer wieder in den rechten Spiegel. Nach vorne gucken, in den rechten Spiegel und so weiter. Okay? Auch jetzt wieder ein Punkt, wie schon gesagt, das ist deine Erfahrung. Ja, ja. Parkende Autos, alle parken schön, schön weit weg und du fährst dran vorbei. Mindestabstand, du kennst das, wie viel Meter Mindestabstand muss man zu parkenden Autos haben beim Vorbeifahren? Ja, 1,50 auf jeden Fall. 1 Meter reicht, 1,50 zu Fußgängern und Fahrradfahrern. Ne? Aber auch dazu kommen wir noch. Also, wenn du 1 Meter Abstand hast, dann kannst du mit 50 km/h dran vorbeifahren. Hast du weniger als 1 Meter, dann sage ich immer, du musst halt langsamer fahren und nicht nur langsamer fahren, sondern du musst auch dahin gucken. Aber diese Situation da an der Ampel da, wo im Land, ja, ich weiß, wo du meinst. Ja. Wo die Baustelle war, da war sehr eng. Ja. Ich habe, okay. Nee, das hast du gemacht. Da in Horstmar bist du sehr langsam gefahren, da hattest du nämlich so viel Platz rechts und links. Ne? Aber es gab so andere Bereiche. Ich habe gesagt, da bist du halt routiniert. Ne? Du bist so routiniert, dass dir das auch gar nicht auffällt. Das fällt eigentlich aber auf. Genau, in der Prüfungssimulation ist es aber so. Da waren zum Beispiel Autos, die haben also alle gut geparkt. Ein Auto steht da auf der Straße. Du fährst dran vorbei mit so viel Abstand. Und beschleunigst sogar dabei. Und guckst nicht. Habe ich gar nicht wahrgenommen. Nein, natürlich nicht, weil du bist halt ein erfahrener Kraftfahrer. Ein erfahrener Kraftfahrer kann so einen Abstand rechts und links haben und knallt da einfach durch und er weiß, das passt einfach. Aber für eine Prüfungssimulation oder für eine Prüfungssituation langsamer werden, gucken. Der Prüfer muss halt ein Gefühl haben, ja, der hat alles unter Kontrolle. Ja, genau, richtig. Okay. Noch gravierendere Sachen? Ja, das ist schon eigentlich schon ein gravierender Punkt, ist das schon. Ne? Ja, wäre das schon so ein Grund für... Ja, der Prüfer könnte schon sagen, ja, nee, das ist mir... Ich habe schon oft Prüfungssimulationen erlebt, wo der Fahrschüler wirklich die ganze Zeit so gefahren ist und knallt an den Autos vorbei, wumm, wumm, und der Prüfer so, fahren sie rechts ran, sind durchgefahren. Gibt es. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht allzu oft passiert. Du hast ja auch bewiesen, dass du auch mit den Spiegeln arbeiten kannst. Deswegen würde ich jetzt sagen, also die Waage ist jetzt so noch nicht so auf der negativen Seite. Aber auf der negativen Seite sind schon ein paar Sachen. Ja. Okay. Eine Sache noch, das kannst du gerne, du hast ja alles aufgenommen. Wir waren in Brechten und da war eine Baustelle, die Ampel war rot, dann grün, du bist durch die Baustelle und am Ende dieser Baustelle war auf der rechten Seite so eine Baustellenbeschilderung, verkehrt rum, glaube ich sogar. Und auch da wieder dran vorbeigeschossen mit so einem Abstand. Auch da musst du langsamer werden. Ich habe dann, also mit dem Spiegel, das war schon ein bisschen knapp, aber ich wusste, dass es passt. Du wusstest auch, dass es passt. Du hast es deswegen nicht wahrgenommen. Auch da würde der Prüfer drauf achten. Ja. Also viel gucken. Leute, habt ihr gehört? Viel gucken. Viel gucken. Oh, jetzt kommen wir zu einem Punkt, was dir überhaupt nicht gut gefallen wird. Egal, ich nehme alles. Ja, gib's mir, sag einfach so, gib's mir. Ich habe den selber ausgesucht, harter Prüfer. Okay, harten Prüfer, genau. Es ist so,
Verhaltensweise, was auch so ausgebildet wird, ist, du fährst in so einen Kreisverkehr rein. Kreisverkehr, ne? Du fährst rein und das hast du auch gut gemacht. Du bist gerade rein und dann bist du außen rumgefahren, aber beim Rausfahren musst du Folgendes machen. Der Prüfer sagt, zweite Ausfahrt raus, ne? Und du näherst dich der Ausfahrt, dann Spiegel, Spiegel, Blinker rechts. Spiegel, Spiegel. Vorher Spiegel, dann Blinker. Genau. So, und bevor du lenkst, noch einmal gucken. Genau, also bevor du lenkst, kann ja sein, dass rechts ein Fahrradfahrer auch irgendwie Ich habe zu spät, ich habe zwar geguckt, aber ich war schon im Dings drin. Genau. Schulterblick, dann lenken. Dann ne? lenken. Du hast gelenkt und dann hast du geguckt. geguckt. Genau. Also du hast sozusagen den Fahrradfahrer. Aber das ist eben halt die Route. Wenn man das aber jetzt so mit dir gelernt hätte, dann weiß man das für nächste Mal. Garantiert. So muss man das machen. Garantiert. Also wenn ich wirklich vor der Prüfungssimulation hier eine Doppelstunde mit dir gemacht hätte, dann hätte ich dir alles gesagt. Das musst du so und so machen. Richtig. Dann hättest du das dann dir angeeignet. Ist natürlich jetzt wieder auch so ein Punkt. Würde eine Doppelstunde reichen, um jahrelange Erfahrung will ich nicht sagen, anderes Verhalten wegzumachen, weiß ich nicht. Also mit dem Lenkrad festhalten, das war schon schwierig. Ich habe mich wirklich mehr an das Lenkrad, wenn ich lockerer gefahren wäre, hätte ich vielleicht solche Situationen auch eher, ich habe mich wirklich an das, beide Händen. Ab und zu wollten meine Hand wieder nach außen, ne? Halt, du bist in der Prüfung, wieder zurück. Ich habe auch beobachtet, ab und zu hast du mal die Hände so. Wollte ich, und dann habe ich das gemerkt, wieder gerade. Ja, das ist schon sehr anstrengend. Allein das ist schon sehr anstrengend. Und dann halt dieses Lenken, normalerweise halt dieses Tellerwaschen drauf. Wenn wir gleich leer fahren, ganz anders. Ganz andere Mehmet Oe. Ganz anders. Aber dann ist man wirklich, das haben wir, ich danke auch dafür, dass du da warst und das mal so abgenommen hast, auch für die da draußen, dass sie eben halt mal so eine Prüfung live so jetzt 1:1 miterleben. Mhm. Wir sind aber noch gar nicht fertig. Ich habe den Führerschein ja noch nicht. Also keiner wird dir den Führerschein wegnehmen. Du bist wirklich gut gefallen. Aber trotzdem so Verhaltensweisen, wie du schon gesagt hast, für die da draußen ist ganz wichtig. Ja. Worauf müssen die achten? Worauf achtet der Fahrlehrer? Richtig. Und zwar Fahrstreifenwechsel. Fahrstreifenwechsel auf der Autobahn beispielsweise. Du bist auf der Autobahn unterwegs und du sollst die Ausfahrt runterfahren. Dann ist ganz wichtig, dass du erst dann langsamer wirst. Wenn du auf den Verzögerungsstreifen bist. Genau. Und wir waren schon bei 70 km/h und dann hast du. Genau. Und ich meine, wenn dein Vordermann langsamer wird, langsamer und dann musst du halt natürlich auch langsamer werden und wechseln. Aber wenn dort vorne niemand ist, dann fährst du halt deine 80 oder 100 km/h, je nachdem, welche Zulassung du hast. Verzögerungsstreifen. Genau. Verzögerungsfahrstreifen, dann langsamer werden. Und wichtig ist auch, dass du auf dem geraden Abschnitt sehr, sehr, sehr langsam wirst. Und so, dass du in der Kurve nicht diese extremen Fliehkräfte hast, wo deine Fahrgäste dann so von rechts nach links geschleudert werden. Das ist dann halt wichtig. Also erst langsamer, wenn du auf dem Verzögerungsfahrstreifen, was übrigens nicht mehr Verzögerungsfahrstreifen heißt, sondern Ausfädelungsfahrstreifen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, genau. Hat sich irgendwann ausgedacht. Und Beschleunigungsfahrstreifen heißt nicht mehr Beschleunigungsfahrstreifen, sondern Einfädelungsfahrstreifen. Das hat was mit Stricken zu tun. Ja, du strickst dich da rein. Einfädeln. Also ich sage immer noch Beschleunigungsfahrstreifen, aber okay. Oh. Oh, wieder was Gravierendes. Oh ja. Was habe ich da gemacht? Oh. Oh, jetzt wird's eng. Kennst du das, wenn ein Handwerker oh sagt, dann wird's teuer. Dann wird's teuer, dann wird's teuer. Ja. Oh, was hat der Mehmet Oe gemacht? Wir waren am Ende in Horstmar. Du hast am Stoppschild angehalten, rechts abgebogen und dann hast du zwei Sachen gemacht. Fangen wir an mit der ersten Sache, was tolerierbar ist. Du hast gewartet, niemand hat dich durchgelassen und irgendwann ist natürlich auch die Situation. Genau, irgendwann ist auch der Punkt dann da, das hast du auch gerade selbst angesprochen. Dann fährst du und dann der von links kommt, der eigentlich Vorfahrt hat, wird leicht er bremst leicht. Er müsste, Genau. Du hast ihn also leicht behindert. Im Grunde genommen müsstest du eigentlich warten, bis die Lücke so groß ist, dass du da reinfahren kannst, ohne jemanden zu behindern. Nun ist es aber auch so, das ist nun mal ein Riesenfahrzeug. Und du hast halt Zeiten, an die du dich halten musst. Und deswegen ist also eine leichte Behinderung tatsächlich tolerierbar. Wenn du davor aber eine gewisse Zeit gewartet hast. Wenn du also da jetzt angehalten hast, eine Sekunde später sofort, mir scheißegal, ich fahre da jetzt rein, machst, dann sagt der Prüfer, sorry. Ich habe lange gewartet und dann die Lücke war für mich ausreichend. Genau, richtig. Und dein Hintermann wurde auch nicht so doll zeitlich behindert. Hat auch keiner gehupt oder so. Ja, genau. Gefährdung war es auch nicht. Das ist schon mal gut. Okay.
Dann sind wir aber gefahren und dann hast du natürlich Gas gegeben. Ich weiß nicht, ob du das wahrgenommen hast. War da nur 30 oder? Nee, das nicht. Das nicht. Da ist jemand ausgestiegen aus dem Auto. Nee, das habe ich gar nicht wahrgenommen. Echt? Und der ist sogar schneller geworden, als er gesehen hat, dass ein Bus kommt und wollte sofort aus dem Gefahrenbereich raus. Und du hast weiter, gib ihm Gas gegeben. Aha. Der ist, ich weiß nicht. Das muss ich mir nachher angucken. Das kannst du ja mal einblenden hier. Ja. So Leute, hier nochmal die Situation in Zeitlupe rechts. Guckt mal, da verlässt er gerade den Gefahrenbereich. Es waren wirklich weniger als 1 Meter, denke ich mal. Aber hat geklappt. Wie viele Meter Abstand muss man nochmal zu Fußgängern haben? 1,50 Meter. 1,50 Ne? Meter. Das ist, glaube ich, ein Genickbruch. Also da musst du wirklich aufpassen. Ich kann mich an diese Situation wirklich nicht erinnern. Wo da jemand, das muss ich mir angucken. Guck dir das bitte mal an. Okay. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass der Prüfer da jetzt erstmal schlucken musste. Und es kann sein, dass er dich deswegen durchfallen lässt. Ne? Das weiß man nicht. Das weiß man nicht. Also ich würde dich jetzt nicht durchfallen lassen. Okay? Okay. Weil du viele Sachen gut gemacht hast. Ja. Zum Beispiel, was ich mit dir gemacht habe, ich habe nicht nur einmal diese Geschichte mit geradeaus ist verboten gemacht, anliegerfrei. Ja, 2, 3 Mal hast du das schon gemacht. Genau. Richtig. Und die Strecken kannte ich wirklich nicht. Siehst du? Und du hast es halt erkannt und das ist so, packe ich alles auf die positive Seite und deswegen alles gut. Mhm. Oh. Wieder ein O. Nee, ich war falsch. Ach, nur ein O, das geht noch. Oh, wäre teuer. So, ja, ich bin fertig. Und somit sage ich jetzt einfach mal, Herr OE, die Prüfung ist bestanden. Glückwunsch. Okay. Dankeschön. Super. Allzeit gute Fahrt. Dankeschön. Jetzt fällt mir ein Stein vom Herz. Leute, ich darf meinen Führerschein behalten. Mega. Leute, habt ihr eigentlich da mal gemerkt, wie dick ich damals noch war? Jetzt bin ich ja ein bisschen schmaler. Ich habe jetzt noch ein paar Ausschnitte von heute. Also heute ist der Freitag, 2 Tage bevor das Video hier veröffentlicht wird. Ganz aktuell. Hört mal zu, was ich zu erzählen habe. So Leute, wir waren auf einer Fahrt, da nutze ich mal direkt die Gelegenheit. Da ist der Kollege Rainer mit dem Doppelstock. Wie ihr sehen könnt, auch wenn die hier so geparkt haben, als erfahrener Busfahrer, das Auge, das erkennt die Situation. Jetzt zum Beispiel Zebrastreifen, ich erkenne das von weitem schon, dass da was los ist. Ja? Aber der neue, frisch, ach, das war Christian, der freundliche Busfahrer, der war ja auch mit. Was wollte ich sagen? Genau. Wir als erfahrene Busfahrer, wir kriegen das alles schon vorher alles mit. Ne, obwohl wir geradeaus, wir können rechts, links alles noch realisieren. Wir wissen den Ablauf, was vor uns geschieht, passiert, schon bevor es passiert. Wisst ihr, was ich meine? Ja? Und zum Beispiel so, was ich jetzt mache, hier so mit einer Hand lenken und. Natürlich, der Prüfer, der will sowas absolut nicht sehen. In dem Beitrag habt ihr ja gesehen, ich die ganze Zeit so mit 2 Händen. Ich habe Schulterschmerzen bekommen, Leute. Ne? Aber so sollte es in der Regel sein. Aber 8 Stunden, 9 Stunden die ganze Zeit so kriegt man nicht hin. Ich habe die Hand zweimal hier oder hier, aber ich kann sofort, wenn was ist, direkt eingreifen. Ne? Übrigens, die Busse, die jetzt hier so eine Parade hier abliefern, Auftrag kam von uns. Da wir im Moment nur 2 Busse am Start haben, mussten wir uns die anmieten. Also die fahren im Auftrag von Fehlingreisen. Ich war als erster schon fertig, die anderen, die müssen noch abliefern. Der Grüne ist auch noch, der versucht damit einmal da reinzukommen, das haut aber nicht hin. Mal gucken, ob er das trotzdem versucht, dann können wir das mal mitgucken. Will er das in einen machen? Hinten rumdrehen, Junge. Wie willst du das schaffen? Ja, jetzt fährt er doch geradeaus, um am Kreisverkehr zu drehen. In einmal schafft man das nicht. Das sind so Situationen zum Beispiel, das sehe ich als, ich sage immer, als erfahrener Busfahrer. Ja, zum Beispiel, dass das jetzt passt mit dem Schild. Ja,
Das sieht man. Aber jetzt der Prüfer, der hätte jetzt natürlich so, dass man da richtig hinguckt und das alles so sieht. So viel nochmal von dem Volvo aus. Noch ein paar Eindrücke eben zu dem Beitrag, was ja vorhin lief. So Leute, das Video ist zu Ende. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, mal so einen Einblick zu haben, was das für ein Gefühl ist, wenn ihr in der Prüfung seid, auch wenn es nur simuliert war, habt ihr gesehen, ich selber, das hat mir so, wenn man das schon jahrelang gewohnt ist, mit beiden Händen am Lenkrad und diese seitliche Abstände und so, wie ihr in dem Beitrag gesehen habt, einzuschätzen, darzustellen, das kriegt man einfach aus dem Kopf dann eben halt nicht weg. Aber ich denke mal, das war gut für euch, einmal zu sehen, wie so eine Prüfung abläuft. Wenn das gut für euch war, natürlich Daumen hoch. Ihr könnt natürlich unten in die Kommentare auch schreiben, was ich hätte vielleicht besser machen können oder andere Ideen, was wir noch machen können oder ich drehen kann, damit die Angst eben halt euch genommen wird und dass Deutschland wieder neue Busfahrer hat. In diesem Sinne, macht's gut, bis in einem anderen Video hier auf Busfahrschule. Oi! Ciao Leute!